Was deine Katze dir wirklich sagen will. Deine Katze spricht jeden Tag mit dir. Nicht mit Worten, nicht wie ein Mensch, aber sie sagt dir ständig, ob sie Nähe möchte, Abstand braucht, spielen will, unsicher ist oder dir vertraut. Das Problem ist nur, viele Menschen hören erst hin, wenn die Katze kratzt, beißt, wegläuft oder laut miaut. Dabei hat sie meistens schon lange vorher gewarnt. Und genau darum geht es heute. Nach diesem Video wirst du deine Katze nicht plötzlich perfekt übersetzen können, aber du wirst ihre wichtigsten Signale klarer lesen. Vor allem wirst du einen Fehler vermeiden, den fast jeder Katzenhalter macht, ein einzelnes Zeichen zu sehen und sofort etwas hineinzuinterpretieren. Denn bei Katzen zählt immer das ganze Bild. Fangen wir mit dem Signal an, das am häufigsten falsch verstanden wird, dem Schwanz. Wenn eine Katze den Schwanz ruhig trägt, vielleicht leicht nach oben und die Spitze sanft bewegt, ist das oft ein gutes Zeichen. Sie ist aufmerksam und meistens offen für Kontakt. Kommt sie mit aufrechtem Schwanz zu dir, dann ist das oft so etwas wie ein freundliches „Da bist du ja". Aber ein Schwanz, der schnell hin und her peitscht, bedeutet bei einer Katze nicht dasselbe wie bei einem Hund. Das ist kein fröhliches Wedeln. Das ist Spannung. Rees Barkeet. Innere Unruhe. Deine Katze sagt damit nicht, mach weiter, sondern eher, pass auf, du bist gerade an meiner Grenze. Wenn du in diesem Moment weiter streichelst, obwohl der Schwanz schon deutlich schlägt, kommt er bis oft nicht plötzlich. Er kam nur für dich plötzlich. Achte auch auf die Schwanzspitze. Wenn nur die Spitze zuckt und der Rest des Körpers still ist, ist deine Katze oft hoch konzentriert. Vielleicht sieht sie eine Fliege, hört ein Geräusch oder beobachtet etwas, das du gar nicht bemerkt hast. Das ist kein guter Moment, sie zu unterbrechen oder hochzuheben. Der erste kleine Katzentest lautet also: Wenn du wissen willst, ob deine Katze gerade Nähe möchte, schau nicht zuerst auf dein Gefühl. Schau zuerst auf ihren Schwanz. Ist er weich und ruhig, darfst du vorsichtig Kontakt anbieten. Ist er hart, schnell oder peitschend, gib ihr Raum. Doch der Schwanz allein reicht nicht. Das nächste Signal ist oft noch ehrlicher: die Ohren. Ohren nach vorne zeigen meistens Interesse. Deine Katze hört dir zu, beobachtet dich und nimmt auf, was gerade passiert. Das ist ein guter Moment für ruhige Ansprache, ein Spielangebot oder einfach Nähe. Aber wenn die Ohren seitlich gehen, fast wie kleine Flugzeugflügel, dann verändert sich die Stimmung. Viele übersehen genau diesen Moment. Die Katze ist dann nicht unbedingt aggressiv, aber sie ist unsicher, angespannt oder überfordert. Flach angelegte Ohren sind ein deutliches Warnsignal. Dann solltest du nicht testen, ob sie es vielleicht doch lieb meint. Genau hier passieren viele Missverständnisse. Ein Mensch denkt, ich beruhige sie mal und streichle sie. Die Katze denkt, ich habe doch gerade gesagt, dass ich Abstand brauche. Wenn die Ohren nach hinten oder seitlich gehen, mach dich kleiner in deiner Energie. Nicht lauter werden, nicht hektisch greifen, nicht über sie beugen. Gib ihr eine Wahl. Lass sie entscheiden, ob sie bleibt oder geht. Genau dadurch baust du Vertrauen auf. Und jetzt kommt ein Zeichen, das viele wunderschön finden, aber trotzdem manchmal falsch lesen: die Augen. Wenn deine Katze dich ansieht und langsam blinzelt, ist das eines der schönsten Signale überhaupt. Dieses langsame Schließen und Öffnen der Augen zeigt oft, ich fühle mich sicher mit dir. Eine Katze, die dir vertraut, muss dich nicht dauerhaft kontrollieren. Sie kann die Augen schließen, obwohl du in ihrer Nähe bist. Du kannst ruhig zurückblinzeln. Nicht starren, nicht übertreiben, einfach sanft die Augen schließen und wieder öffnen. Aber ein starrer Blick ist etwas anderes. Wenn eine Katze dich oder eine andere Katze fixiert, ist das kein Kuschelblick. Das kann Spannung bedeuten. Deshalb solltest du fremde Katzen nicht direkt anstarren. Für uns Menschen wirkt Blickkontakt ehrlich. Für Katzen kann zu viel direkter Blickkontakt Druck erzeugen. Auch die Pupillen erzählen etwas, aber nur zusammen mit der Situation. Große Pupillen können Spiel, Aufregung, Angst oder Dunkelheit bedeuten. Kleine Pupillen können Entspannung, Konzentration oder auch Ärger begleiten. Der Fehler wäre, nur die Pupillen zu sehen und sofort zu sagen, meine Katze ist glücklich oder meine Katze ist sauer. Besser ist die 3-Fragen-Regel. Was passiert gerade? Wie ist der Körper? Was macht die Katze als nächstes? Und genau diese Regel brauchst du beim nächsten Signal besonders, denn es klingt eindeutig, ist es aber nicht: das Schnurren. Viele denken,
Eine schnurrende Katze ist automatisch eine glückliche Katze. Und ja, oft stimmt das. Wenn deine Katze locker auf deiner Decke liegt, die Augen halb geschlossen, der Körper weich, dann ist Schnurren meistens ein Zeichen von Wohlgefühl. Aber Schnurren kann auch Selbstberuhigung sein. Katzen schnurren manchmal, wenn sie gestresst sind, Schmerzen haben oder sich unsicher fühlen. Eine schnurrende Katze, die sich versteckt, angespannt liegt, große Pupillen hat oder plötzlich nicht mehr fressen will, sagt nicht einfach: Alles ist gut. Dann sagt ihr Körper etwas anderes als der Ton. Der praktische Tipp für dich: Frag dich beim Schnurren nie nur: Schnurrt sie? Frag dich: Wie schnurrt sie und wie sieht der Rest von ihr aus? Weicher Körper, ruhige Atmung, freiwillige Nähe, wahrscheinlich Wohlgefühl. Angespannter Körper, Rückzug, ungewöhnliches Verhalten. Genauer hinschauen und bei Auffälligkeiten lieber tierärztlich abklären lassen. Und jetzt kommen wir zu dem Signal, das für uns Menschen besonders wichtig geworden ist: das Miauen. Viele erwachsene Katzen miauen vor allem mit Menschen. Sie haben gelernt, dass wir auf Stimme reagieren. Ein kurzes, helles Miauen kann eine Begrüßung sein. Ein längeres, forderndes Miauen kann heißen: Ich möchte etwas. Futter, Aufmerksamkeit, eine Tür, ein Spiel, einen Platz auf deinem Schoß. Ein leises, fast fragendes Miauen ist bei manchen Katzen einfach Kontaktaufnahme. So nach dem Motto: Ich bin hier. Hast du mich gesehen? Aber auch hier gilt: Du musst deine Katze als Persönlichkeit kennenlernen. Manche erzählen den ganzen Tag. Andere sagen kaum etwas. Wichtig ist deshalb nicht nur der Ton, sondern die Veränderung. Wenn eine sonst ruhige Katze plötzlich ständig miaut, nachts laut ruft oder anders klingt als sonst, dann ist das ein Hinweis, genauer hinzusehen. Besonders bei älteren Katzen können plötzliches nächtliches Rufen, Unruhe oder verändertes Verhalten ein Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt. Katzensprache ist keine geheime Zaubersprache. Sie ist Beobachtung. Deine Katze zeigt dir nicht nur ein Signal. Sie zeigt dir ein Muster. Wenn sie mit aufrechtem Schwanz kommt, die Ohren weich nach vorne trägt, langsam blinzelt und sich an dir reibt, dann sagt sie ziemlich klar: Ich fühle mich wohl bei dir. Wenn sie den Schwanz peitscht, die Ohren seitlich legt, den Körper anspannt und den Kopf wegdreht, dann sagt sie: Bitte stopp. Und wenn du dieses Bitte stopp respektierst, bevor es zum Kratzen oder Beißen kommt, merkt deine Katze: Du verstehst mich. Ein weiteres Signal, das viele falsch deuten, ist der Bauch. Wenn eine Katze sich auf den Rücken legt und dir den Bauch zeigt, bedeutet das nicht automatisch: Streichle mich dort. Oft bedeutet es: Ich fühle mich sicher genug, meine empfindliche Seite zu zeigen. Manche Katzen mögen Bauchstreicheln, viele aber nicht. Wenn du dann sofort mit der Hand an den Bauch gehst und sie dich festhält oder beißt, war sie nicht hinterhältig. Du hast nur eine Grenze übersehen. Besser ist: Freu dich über das Vertrauen, aber streichle lieber an Stellen, die viele Katzen sicherer finden. Wangen, Kinn, Kopfseite oder der Bereich, an dem sie sich selbst an dir reibt. Und auch da gilt: kurz anfangen, Pause machen, Reaktion abwarten. Katzen mögen es, wenn sie mitentscheiden dürfen. Am Ende kannst du dir eine einfache Regel merken: Schau nie nur auf ein einzelnes Zeichen. Eine Katze spricht in Kombinationen. Schwanz zeigt Stimmung. Ohren zeigen Anspannung oder Interesse. Augen zeigen Vertrauen oder Druck. Schnurren zeigt nicht nur Glück, sondern auch den Zustand. Miauen zeigt, dass sie Kontakt mit dir aufnimmt. Und der Körper zeigt dir, ob sie wirklich bleiben möchte. Wenn du ab heute nur eine Sache anders machst, dann diese: Bevor du deine Katze streichelst, hochhebst oder weiter bedrängst, mach 3 Sekunden Pause. Schau auf Schwanz, Ohren und Körper. 3 Sekunden können reichen, um aus einem Missverständnis einen Moment von Vertrauen zu machen. Und vielleicht merkst du dann etwas Schönes. Deine Katze war nie rätselhaft, kalt oder launisch. Sie hat nur leiser gesprochen, als wir Menschen es gewohnt sind. Sobald du lernst, ihre kleinen Zeichen zu lesen, verändert sich eure Beziehung. Du machst weniger Druck, sie fühlt sich sicherer. Und aus vielen kleinen Missverständnissen werden plötzlich kleine Gespräche. Schreib gerne in die Kommentare, welches Signal deiner Katze du bisher nie richtig verstanden hast. Der Schwanz, die Ohren, das Miauen oder vielleicht dieser berühmte Bauch, der immer wie eine Einladung aussieht und dann doch keine ist. Und wenn du deine Katze Schritt für Schritt besser verstehen willst, dann bleib hierbei, was deine Katze dir wirklich sagen will. Denn oft sagt deine Katze mehr, als du denkst, nur eben auf ihre eigene Artikel.